Dichte Nebelwolken um 8 Uhr morgens am Duisburger Hafen. Für Gerald van Holt eine vertraute Umgebung, denn der Hafen ist sein täglicher Arbeitsplatz. Für ihn beginnt und endet sein Einsatz auf einem Bilgenentöler, ein sogenanntes Spezialschiff, das in der Binnenschifffahrt Ölabfälle von Güterschiffen einsammelt und entsorgt. Gerald van Holt ist Führer eines solchen Schiffes bei der Bilgenentölungsgesellschaft mbH Duisburg. Diese wiederum gehört zur Rhenus SE. Die Rhenus SE ist ein Unternehmen mit weltweit 580 Standorten und bietet alle Paletten der Logistik. Wir in Duisburg sind zuständig für Binnenschifffahrtstransporte, für die Bebunkerung von Binnenschiffen und für die Entsorgung der Binnenschiffe durch die Bilgenentölungsgesellschaft. Und haben uns für den Standort Duisburg entschieden, weil hier der größte Binnenhafen Europas ist und weil traditionell Duisburg eine große Drehscheibe im Zentrum Europas für die Binnenschifffahrt darstellt. Die Bilgenentölungsgesellschaft Duisburg sammelt und entsorgt öl- und fetthaltige Schiffsbetriebsabfälle sowie Abwässer von Schiffen aller Art. Der Fokus liegt hierbei auf der Sammlung von Bilgenöl oder Bilgenwasser und Altöl aus der Schifffahrt. Bilgenöl ist ein Wasser-Öl-Gemisch, das sich am tiefsten Punkt der Schiffe, und zwar unter den Maschinenräumen, sammelt. Inzwischen ist es 10 Uhr, zurück bei Schiffsführer Gerald van Holt. Er macht sich zusammen mit seinem Kollegen auf den Weg zum ersten Güterschiff. Schiffsbetriebsabfälle umweltgerecht zu entsorgen, das haben sich Gerald van Holt und sein Team zur täglichen Aufgabe gemacht. Wir fahren das Schiff an und als erstes begrüßt man sich natürlich und tauscht Papiere aus. Und dann gehen wir in den Maschinenraum, nehmen eine Probe von dem Bilgenwasser. Und wenn die Probe in Ordnung ist, dann geht der Lenzschlauch rüber und dann saugen wir das Bilgenwasser ab und überwachen das natürlich, und die Trennung findet an Bord automatisch statt. Mit Hilfe des Lenzschlauches und der Pumpe im Maschinenraum wird das Bilgenöl von dem Güterschiff abgepumpt. Die Arbeit der Bilgenentöler auf dem Rhein erfolgt nach einem festgelegten Prinzip. Das von den Güterschiffen übernommene verschmutzte Öl wird unmittelbar an Bord des Spezialschiffes in einem Separator in Altöl und Wasser getrennt. Wasser schwimmt ja bekanntlich oben und das schöpfen wir an der Oberfläche ab. Und das Wasser geht dann in unseren Arbeitstank und wird da aufbewahrt. Und das Altöl auch. Wir gehen in einen Öltank und wird dann irgendwann wieder bei uns am Bilgengelager abgegeben und dann wieder aufbereitet. Seit 1965 wird die Abgabe des Bilgenöls regelmäßig kontrolliert. Verstöße werden umgehend geahndet. Außerdem wurde ein Ölkontrollbuch eingeführt. Dort wird die Abgabe des Bilgenöls eingetragen und quittiert. Sorgfalt und strengste Kontrolle wird bei der Arbeit der Bilgenentölungsgesellschaft Duisburg großgeschrieben. Und das hat einen Grund. Wir kennen alle noch die alten Zeiten der Umweltverschmutzung, wo also auch von den Schiffen Bilgenwasser und Altöle einfach in die Flüsse und Kanäle entsorgt wurden. Das ging ja so nicht mehr weiter, und dann haben die Ministerien bzw. die öffentliche Hand verfügt, dass hier ein Entsorgungskonzept entstehen muss. Und das war der Anfang der Bilgenentölungsgesellschaft. Heute ist Gerald van Holt einer von 23 Mitarbeitern, die täglich für den Schutz unserer Gewässer sorgen. Für ihn geht nun ein langer Arbeitstag zu Ende im größten Binnenhafen Europas.